Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es darum, wie ihr in Microsoft Teams während einer Online-Besprechung Umfragen durchführen könnt. Dazu werden wir uns die Voraussetzungen anschauen, dann die konkrete Durchführung der Umfragen und zum Schluss die Möglichkeiten der Vor- und Nachbereitung, wenn ihr umfangreichere Umfragen habt. Und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick, falls euch das, was ich euch heute zeige, noch nicht ausreicht. Zunächst zu den Voraussetzungen. Ihr braucht eine Online-Besprechung, zu der mindestens ein Teilnehmer eingeladen ist und es muss eine geplante Besprechung sein. Das heißt, in Ad-Hoc-Besprechungen geht das, was ich euch jetzt zeige, nicht. Ich habe hier schon mal eine Besprechung vorbereitet mit einem Titel und einem Teilnehmer. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass wir hier oben, wo es im Moment heißt Details und Terminplanungsassistent, dass wir hier einen Reiter mit Umfragen einblenden. Und das geht im Moment noch nicht, sondern das geht erst, wenn wir die Besprechung fertig eingeladen haben und sie dann neu öffnen und dann erst diesen Reiter hier mit einbinden. Deshalb sende ich die Besprechung mal ab und öffne sie dann nochmal. Und ihr seht jetzt, nachdem sie abgeschickt ist, habe ich hier oben dieses Plus-Symbol. Viele von euch werden das schon kennen. Hier kann ich andere Apps in Microsoft Teams, in diesem Fall in die Besprechung einbinden. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und was wir brauchen, um Umfragen durchzuführen, ist eine App von Microsoft. Sie heißt Forms. Die finde ich hier gleich als erstes. Falls sie da bei euch nicht ist, könnt ihr sie auch durch Eintippen des Namens Forms suchen und dann hier auswählen. Und jetzt geht es zunächst mal darum, diese App hier zur Besprechung hinzuzufügen und hier zu speichern, sodass dann der Reiter Umfragen hier mit dazu kommt. Soweit die Vorbereitung. Nun kann ich die Besprechung starten. Ich nehme teil. Ich mache das mal ohne Kamera und ohne Audio. Und das, was jetzt neu ist, ist, ihr seht, hier ist ein Symbol für die Umfragen. Da klicke ich drauf und bekomme jetzt als Organisator oder als Referent, das geht in beiden Rollen, bekomme ich jetzt hier den Bereich für die Umfragen und kann eine neue Umfrage erstellen. Die Umfragen, die wir hier erstellen können, sind sehr einfach. Es ist immer nur eine Frage und dann eine Auswahlmöglichkeit. Das heißt, ich gebe jetzt hier mal die Frage ein. Ich möchte wissen, wie viele Monitore nutzen meine Teilnehmenden während des Online-Meetings und ich möchte Ihnen da 3 Optionen zur Verfügung stellen, nämlich ein Monitor, 2 Monitore oder 3 oder mehr Monitore. Ihr seht, es gibt noch ein paar kleine Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel entscheiden, ob ich mehrere Antworten zulassen möchte oder nicht. Ob ich nach der Abstimmung die Ergebnisse automatisch freigeben will, also ob man die gleich sehen kann oder ob ich die erst später aktiv freigebe. Ich kann entscheiden, ob die Antworten anonym bleiben sollen oder ob sie nicht anonym sind. Und es ist in Teams möglich, dass mehrere Referenten vor oder auch während der Besprechung Umfragen gestalten und auch Umfragen ändern, die jemand anders gemacht hat. Und das könnt ihr hier mit dem letzten Häkchen festlegen. So, nun speichere ich. Meine Umfrage ist erstellt. Die Teilnehmenden sehen aber noch nichts davon, denn die Umfrage ist im Moment im Entwurf. Ihr seht, ich kann die Umfrage auch hier weiter bearbeiten oder löschen. Wenn ich sie starten möchte, also den Teilnehmern zeigen möchte, dann klicke ich auf Starten. In dem Moment, wo ich auf Starten klicke, wird die Umfrage den Teilnehmenden über den Chat zur Verfügung gestellt. Ihr seht es hier oben. Und sie wird in der Desktop-App sofort am Bildschirm angezeigt. Das heißt, wenn ihr Teilnehmende habt, die mit der Web-App oder mit Android- oder iOS-Apps teilnehmen, dann weist sie hier auf den Chat hin, dass sie dort die Umfrage finden. Die Teilnehmenden können die Umfrage jetzt bearbeiten, sie schicken ihre Antwort ab und sie bekommen auch gleich ein Ergebnis angezeigt, denn das habe ich ja vorhin eingestellt. Ich bestätige dann mit Fertig. Diese Umfrage ist jetzt live und solange sie live ist, können die Teilnehmenden antworten.
Wenn ich fertig bin mit der Umfrage, dann schließe ich die Umfrage und sie wird dann von live auf geschlossen umgestellt. Das heißt, wir haben Entwurf, live und geschlossen. Und in der Unterhaltung bzw. im Chat seht ihr, habe ich hier unten die Ergebnisse und hier oben habe ich die Umfrage, die jetzt geschlossen ist. Und da gibt es auch noch ein paar Tipps zu Forms, die ihr hier direkt nachschauen könnt. Ich verlasse die Besprechung, meine Umfrage ist fertig. Und ihr seht jetzt, dass nach der Besprechung der Reiter Umfrage weiterhin zur Verfügung steht und dass ihr hier eure geschlossene Umfrage sehen könnt. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Ergebnis zu exportieren. Ihr findet das Ergebnis dann als Excel-Datei in den Downloads und ihr hättet die Möglichkeit, auch die Umfrage erneut zu öffnen. Dann gehen allerdings die Umfragewerte verloren. Die Teilnehmenden sehen die Umfrage nach der Besprechung weiterhin hier über den Chat. Wenn ihr eine Besprechung im Detail vorbereiten wollt, weil ihr sagt, ich habe nicht nur eine Umfrage, sondern ich habe mehrere und es ist mir zu aufwendig, das während der Besprechung zu machen, dann könnt ihr das folgendermaßen machen. Ich habe dafür mal eine zweite Besprechung vorbereitet. Ihr legt die Umfragen vorab an. Ihr seht, ich habe hier schon mal 2 Entwürfe, die habe ich über Neu erstellen hier erstellt. Es können auch mehr sein. Und ihr könnt dann während der Besprechung diese vorbereiteten Umfragen hier einfach starten. Starten, durchführen. Und die Teilnehmenden sehen dann während der Besprechung noch das Ergebnis. Und ihr könnt aber diese Umfrage noch offen lassen oder auch die zweite offen lassen. Und wenn das Meeting fertig ist, das Meeting ganz normal verlassen. Die Umfragen bleiben live und sie sind zum Beispiel für eingeladene Teilnehmer, die dann doch nicht erscheinen konnten, über den Chat weiterhin live offen. Und ihr könnt zum Beispiel sagen, nach der Besprechung haben die Teilnehmenden noch 1-2 Tage Zeit zur Beantwortung und damit habt ihr dann ein Gesamtergebnis und nicht nur ein Ergebnis der Teilnehmenden, die während der Besprechung anwesend waren. Ja, wenn euch die Möglichkeiten, die ich euch jetzt gezeigt habe, mit diesen einfachen Umfragen nicht ausreichen, dann schaut doch in eins meiner nächsten Videos. Dort werde ich in einem kleinen Exkurs ein bisschen mehr zu Forms zeigen und zu Möglichkeiten, wie ihr Forms so in eine Besprechung einbinden könnt, dass ihr Forms vollständig nutzen könnt. Denn in Forms gibt es die Möglichkeit, eine Umfrage mit mehreren Fragen zu machen, die Fragen nicht nur mit verschiedenen Antwortoptionen zu machen, sondern auch mit Skalen und ähnlichen Umfragemöglichkeiten und sie auch dann nochmal anders auszuwerten und zur Verfügung zu stellen. Das war's für heute mit Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Geräte zum Thema Umfragen in Microsoft Teams. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Like oder abonniert den Kanal. Gerne schreibt auch eure Fragen in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Das war's. Macht's gut und Servus, euer Arno.